Und lächelst du für mich? Sehr schön. Dieses Baby kam mit Fieber in ein Spital in Dar es Salaam. Das Ziel von Valérie d'Acremont ist es, die Ursache für das Fieber zu finden. Hier gibt es wenige Diagnoseinstrumente. Wenn ein Kind Fieber hat, gibt man sofort Antibiotika. Rund 90% der Kinder verlassen dieses Spital mit Antibiotika. Das ist enorm. Um solch unnötige Behandlungen zu vermeiden, arbeitet die Ärztin mit selbstentwickelten Hilfsmitteln, Blutschnelltests und Tablets. Wir haben anhand von Bluttests herausgefunden, welches die Gründe für Fieber sind, wenn es nicht Malaria ist. Anhand dieser Erkenntnisse haben wir einen Algorithmus entwickelt, der den Ärzten hilft, die richtige Fieberbehandlung zu finden. Diese Software für das Tablet leitet die Ärzte Schritt für Schritt an. Das Tablet zeigt der Fachperson, welchen Test sie in einer bestimmten Situation durchführen soll. Die Testresultate werden eingetippt und das Tablet zeigt an, welche Behandlung sinnvoll ist. d'Acremont hat mit ihrer Forschung bewiesen, dass Fieber in Tansania oft nicht durch Bakterien oder Malaria verursacht wird, sondern viral bedingt ist. Eine Behandlung mit Antibiotika oder Antimalaria-Medikamenten ist deshalb häufig überflüssig. Diese Erkenntnis ist von großer Bedeutung, da in Afrika zu viel Antibiotika eingesetzt werden und dies Antibiotikaresistenzen fördert, eines der weltweit größten medizinischen Probleme. Durch die Arbeit der Forscherin konnte der Einsatz von Antibiotika in Tansania bereits drastisch gesenkt werden. Sie hat 3 Jahre in Tansania gelebt und kehrt immer wieder zurück. Hier bekommt meine Arbeit Sinn. Denn nach einigen Monaten in der Schweiz wird die Arbeit ein wenig abstrakt. Es ist wichtig, dass ich regelmäßig hierher zurückkomme, damit ich wieder weiß, weshalb ich morgens aufstehe. Sie ist stets unterwegs. Für Valérie d'Acremont ist es nur ein kleiner Schritt von Tansania zum Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Basel, wo sie forscht. Die in Afrika entnommenen Blutproben werden hier untersucht, mit einem Ziel. Wir wollen verstehen, wie viele Patienten Malaria haben und wie stark. Nur so wissen wir, ob sie wirklich deswegen an Fieber erkrankt sind. Das besondere Interesse der 45-Jährigen gilt der Entwicklung neuer Blutschnelltests. Das Ziel, mit nur einem Tropfen Blut eine ganz genaue Diagnose stellen, Medikamente dadurch gezielter einsetzen können. Das ist eine kleine Revolution und extrem simpel. Die Behandlung der Patienten in Afrika wird sich dadurch komplett verändern. Aus diesem Grund machen wir diese Versuche. Die Menschen in Afrika hat sie bei der Forschung stets im Hinterkopf. Valérie d'Acremont hat Tansania ins Herz geschlossen. Für mich ist es jedes Mal, wenn ich zurückkomme, die Erfüllung eines Kindheitstraums. Beginn um 8:30 Uhr und unsere Präsentation ist um 9 Uhr. Der Terminkalender der Forscherin ist vollgepackt. Seit über 10 Jahren arbeitet sie mit Experten in Afrika zusammen, ist dort angesehen. In unter 10 Minuten können Sie herausfinden, was ein fiebriges Kind hat. Ihre Forschung hat den Weg in die Spitäler gefunden. Dahinter steckt viel Arbeit. Wir sind sehr respektiert, weil wir den Menschen zuhören und mit ihnen seit Jahren Hand in Hand arbeiten. Forschung für die Praxis. Ob in Dar es Salaam oder am Universitätsspital Lausanne, wo Valérie d'Acremont ebenfalls arbeitet. Sie haben das Ding immer dabei, oder? Ja, das ist mein mobiles Büro. Ich arbeite überall, im Zug oder unter einem Baum in Afrika. Überall. Am Universitätsspital Lausanne betreut sie Patienten vor ihrer Abreise ins Ausland. Entspannen. Gleich piekst es kurz. Das ist, wofür ich bezahlt werde, mich in der Schweiz um unsere Tropenreisenden zu kümmern. Gibt es Gegensätze zu Afrika? Klar. Manchmal, wenn die Leute hier eine Impfung ablehnen, realisieren sie nicht, welches Glück sie haben. Denn in Afrika wünschten sich die Menschen verzweifelt Impfungen. Ihr Forschen? In Tansania wirken.
Die Liebe von Valérie d'Acremont zum afrikanischen Land geht über bunte Stoffe hinaus. Ihr Ziel: die Menschen richtig behandeln und sie vor einer Überversorgung mit Antibiotika schützen.